Die Entstehung der Klamm ist genauso abenteuerlich wie sie selbst zu erwandern. Durch Schmelzwasser und Gesteinsschutt wurde vor vielen Millionen Jahren das Felsgestein ausgehöhlt und es stand die enge Schlucht der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen. So, hey, dreht euch einmal um. Leute, wir sind in der Partnachklamm. Wir machen mal wieder eine kleine Sightseeing-Tour. Als Josef Naus 1820 das erste Mal die Zugspitze bestieg, musste er die Klamm noch umgehen. Heute gibt es zwei gut gesicherte Wege hindurch. Unter schwierigsten Bedingungen und großem finanziellen Aufwand wurde für den Tourismus von 1910 bis 1912 die bis zu 80 Meter tiefe Partnachklamm zugänglich gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes bahnbrechend für die Erschließung war 1885 ein fataler Windbruch in den Wäldern Partnach und Ferchental sowie im Schachengebiet oberhalb des Rheintals. Damals gab es bereits erste Bemühungen, Stege durch die unzugängliche Partnachklamm anzulegen, um das Driften zu erleichtern. Ein notdürftiger Durchgang konnte 1886 geschaffen werden, indem Eisenträger in die steilen Felswände knapp oberhalb des Flusses angebracht wurden, die mit Holzbohlen belegt waren. Die Holzarbeiter standen auf diesem Driftsteig mit ihren Grieshaken und lenkten damit die durch die Klamm treibenden Stämme. Heute noch sind Reste der ehemaligen Driftanlage zu erkennen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der gefährliche Driftsteig in erster Linie von Jägern und Forstarbeitern genutzt. Wegen dem ständig wachsenden Fremdenverkehrs haben aber auch immer mehr waghalsige Touristen die Partnachklamm entdeckt, weshalb sie 1912 als Naturdenkmal auch für Besucher erschlossen wurde. Ab 1930 wurde sie auch im Winter begehbar und man konnte in der winterlichen Klamm die sehenswerten Eisgebilde betrachten. Heute gehört die Partnachklamm zu den eindrucksvollsten Schluchten der Bayerischen Alpen, die über 200.000 Besucher jedes Jahr in ihrem Bann zieht. Ich war 6 oder 7 Minuten vom Ausgang lassen. Und wir in der Tour schön halten? Ja, so ja. Oh, und ihr seid schöner. Aber jetzt sind wir mal da rüber. Hat er das schon? Ich glaube, die schöne Eisgefilme. Danke, mal so. Da will ich jetzt wieder halten. Vor der Eiszeit floss die Partnach noch im Tal des heutigen Ferchenbachs nach Osten, suchte sich einen Weg über Gleis und Grün und mündete dort in die Isar. Geologen nehmen an, dass ein Riegel aus Muschelkalk bei Graseck damals den Weg ins Loisachtal versperrte. Nur ein Rinnsal führte in die jetzige Richtung der Partnach. Mit der Zeit grub sich dieses Rinnsal tiefer in das Gestein ein und schuf ein vorgearbeitetes Bett, in das die Partnach brach und im Laufe von Jahrtausenden die Gesteinsschichten und die Form der heutigen Klamm entstehen ließ. Der Ursprung der Partnach liegt im Rheintal.
welches zu den schönsten Hochtälern der nördlichen Kalkalpen zählt. Von hier aus bringt die Partnach als natürlicher Abfluss des Schneeferners, dem Rest eines eiszeitlichen Gletschers auf dem Zugspitzplatt, ihr eisiges Wasser durch das schöne Rheintal. Nachdem die Partnach die Rheintalangerhütte passiert hat und noch bevor sie für einige hundert Meter im Steingerümpel einen unterirdischen Verlauf nimmt, stürzt sie im Partnachfall steil in die Tiefe. Bei der Bockhütte durchströmt sie die Hinter- und Mittelklamm, die aber beide nicht begehbar sind. Kurz vor dem Eintritt in die Partnach bekommt sie noch kräftig Wasser. Im Juni 1991 brachen ca. 5000 Kubikmeter Gestein aus einer Felswand am südlichen Ende der Klamm und verengten die bisherige Wegführung und den Wasserverlauf. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Durch den Felssturz entstand ein kleiner natürlicher Stausee und die Partnachklamm bahnte sich ihren Weg durch die riesigen Felsblöcke. Seit 1992 führt nun ein 108 Meter langer, in den Fels gesprengter Tunnel an den Gesteinsmassen und dem Stausee vorbei und gibt durch Fenster den Blick auf dieses Naturereignis gefahrlos frei. Seit 2020 machen umfassende Baumaßnahmen die Partnachklamm für Besucher noch sicherer. So wurde eine bisher 67 cm breite Wegstelle auf 1,20 Meter bzw. 1,40 Meter ausgebaut und damit ein Nadelöhr für gegenläufige Besucherströme entschärft, Maßnahmen zur Felssicherung und zum Hochwasserschutz durchgeführt, Notrufsäulen und insgesamt 26 weitere Leuchten angebracht und sorgen damit für ein attraktives Naturerlebnis unter hohem Sicherheitsstandard.
Wir sind am Ende angekommen, am Südende der Badnachtklamm mit meinem guten Freund Roy, der eigentlich auf der Puste ist, aber das tut sein Herz gut, und seine Lunge gut. Und unser Oberbayer ist natürlich auch gerade wieder dabei, sein Seegerät wieder auf Vordermann zu bringen. Weil der ist ja blind wie ein Maulwurf, wenn er keine Brille auf hat. Deswegen haben wir beide unsere Brillen auf, weil das so wichtig bei uns geht ganz genauso ab. Das Timmelsjoch, Paso del Rombo, kurz der Timmel, ist ein Grenzpass zwischen Tirol in Österreich und der unabhängigen Provinz Bozen, Südtirol, Italien und liegt auf einer Höhe von ca. 2474 Metern über der Adria. Das Joch ist Teil der europäischen Wasserscheide und der einzige befahrbare Übergang des Alpenhauptkamms zwischen Reschen und Brenner. Wir sind auf dem Top Mountain am Timmelsjoch, Alter. Oh Bro, jetzt machen wir noch ein Tänzchen hier, komm, mach mal. Alter, ey, wow. Es verbindet das Ötztal mit Passaia und trennt die Ötztaler Alpen von der Stubaier Alpen. 1920 trat der Vertrag von Saint-Germain in Kraft. Seitdem verläuft über das Timmelsjoch die Grenze zwischen Österreich und Italien. Die Südtiroler Anteile der Passhöhe gehören zum Naturpark Texelgruppe. Im Gebäude Top Mountain Cross Point ist seit 2015 die Talstation der Seilbahnanlage Kelchenkar-Bahn 1, ein Bedienungsrestaurant mit Terrasse mit 280 Innen- und 380 Außensitzplätzen, die Mautstation der Timmelsjoch Hochalpenstraße sowie das höchstgelegene Motorradmuseum Europas, das Top Mountain Motorcycle Museum, auf einer Fläche von 6060 Quadratmetern untergebracht.
Die Kaprun-Stauseen sind ein beeindruckendes technisches Bauwerk, das aus 2 Staumauern und 2 Hochgebirgsstauseen besteht, dem Stausee Moserboden, zu dem die Mosersperre und die Drossensperre gehören, und dem Wasserfallboden mit der Limbergsperre. Diese ist 120 Meter hoch und hat eine Länge von 357 Metern. Der Moserboden-Stausee ist ein Jahresspeicher mit einer Oberfläche von 1,6 Quadratkilometern und einem Nutzinhalt von maximal 84,9 Millionen Kubikmeter. Und auch der Stausee Wasserfallboden ist ein Jahresspeicher mit einer Oberfläche von 1,5 Quadratkilometern und einem Nutzinhalt von maximal 81,2 Millionen Kubikmeter. Jetzt habe ich mein Hals zu wieder rumgezittert nochmal. Jetzt habe ich wieder Hätte das halt über die Sturm gemacht, als Sturm waren. Ja, kannst du auch machen. Ja, genau. Ey, Der geil. Indianer, ne, jetzt schaut er aus wie der Messner, ne? Ja, Wie was? ja, genau, das ist eine Tanksteiger. Der Hupfer da, ja. Also ich bin fertig, wir können fahren. Ja, du bist dabei, ne? Ja, und ihr seid ja dabei, also. Wenn man die Seen sehen oder auf den Staumauern spazieren möchte, kann man mit einem Bus und dem besonderen Lerchwand-Schrägaufzug zum Wasserfallboden hinauffahren. Natürlich kann man auch eine Wanderung nach oben machen. Von hier fährt ein Bus, der direkt am Moserboden hält, wo man dann von Staumauer zu Staumauer spazieren kann. Auch ist es mittels einer Führung möglich, die Mosersperre Staumauer von innen zu besichtigen.
Direkt vor der Moserboden-Staumauer ist die sogenannte Heidnische Kirche. Sie besteht aus Beton, ist aber nicht freistehend, sondern wurde an einem gespaltenen Felsblock gebaut. Nur ein schmaler Spalt ist hier zwischen den Felsen der Heidnischen Kirche. Dem Volksglauben nach kann man sich die Sünden abstreifen, wenn man durch diesen Spalt geht. Von der Kirche kommst du direkt auf die Staumauer Mosersperre. Diese ist 107 Meter hoch, 494 Meter lang und ist auf 2040 Meter Seehöhe. An der dicksten Stelle misst sie 70 und an der dünnsten 7 Meter. Der Bau dauerte 4 Jahre, von 1951 bis 1955, und es wurden 665.000 Kubikmeter Beton verwendet. Die Mosersperre befindet sich am nordwestlichen Ende des Stausees Moserboden und ist durch einen Felsen, die sogenannte Höhenburg, von der Drossensperre getrennt. Die Drossensperre stellt die nordöstliche Staumauer des Stausees Moserboden dar, ist 112 Meter hoch, 357 Meter lang, die dickste Stelle nur 25 und an der dünnsten Stelle ebenfalls 7 Meter. Und es wurden 335.000 Kubikmeter Beton verwendet. Sie wurde in nur 2 Jahren gebaut, von 53 bis 55. Am Ende der Drossensperre beginnt ein Wandersteig. Für Alpinisten beginnt hier der Aufstieg zum Heinrich-Schweiger-Haus, dem Wiesbachhorn oder Großer Bärenkopf. Von der Mosersperre kann man 11 Dreitausender sehen und auf einigen sind auch noch Gletscher. Sie liefern rund 50% des Wassers, das mit der Mosersperre gespeichert wird. Das meiste Wasser kommt übrigens über eine Leitung durch den Berg aus der 9 Kilometer Luftlinie entfernten Glocknergruppe. Dort ist der größte Gletscher die Pasterze am Fuße des Großglockners. Die Pasterze ist der Hauptwasserspender für die Kaprun-Stauseen. Die Pasterze ist ein ehrfurchtgebietender Gletscher. Gelegen am Fuße des beachtlichen Großglockners in der Glocknergruppe der Hohen Tauern präsentiert sich die Pasterze als eindrucksvolle Naturerscheinung, die in ihrer Pracht und Größe fasziniert. Der Ursprung liegt im oberen Talboden des Mölltales, bekannt als Pasterzenboden. Die Geschichte dieses beeindruckenden Gletschers ist von einem kontinuierlichen Schrumpfen geprägt. Seit 1856 hat die Gletscherfläche um fast die Hälfte abgenommen und verlor ihre einstige Größe von über 30 Quadratkilometern. Die Längenausdehnung der Pasterze zeigt ebenfalls einen rückläufigen Trend, mit einem durchschnittlichen Rückgang von etwa 50 Metern pro Jahr in den letzten Jahren. Im Jahr 2020 betrug der Rückgang 52,5 Meter. Diese Entwicklung unterstreicht die Tatsache, dass sich der Gletscher ständig verändert und in etwa 30 Jahren sogar ganz verschwunden sein könnte.